Und daher stellt man immer wieder fest und sammelt die Erfahrungen. Das heißt, der Mensch erhält die Überzeugung, dass er vorsichtig sein muss in all dem, um seinen Nächsten nicht gleich zu trauen. Und deswegen schicke ich auch hier voraus, wie weit ein Mensch geht. Was ich weiter in diesem Erdenleben zu tragen, ist das, dass ich dieses alles, was ich erdulde, was ich selbst an Erfahrungen sammle, genau wie in diesem Fall, dass ich Ihnen sagte, dass ich in diesem Monat noch obdachlos werde. Und daher heißt das in kurzen Zügen gesagt, das ist eine juristische Aufgabe, das ist eine juristische Angelegenheit. Juristisch heißt ja in diesem Sinne, dass diese Herren der Juristerei doch dem Gesetz folgen und dass es da Vertreter wie auch Verräter gibt, genauso dort Geschäftsleute, tüchtige Geschäftsleute gibt, wie in allen anderen Berufen. Nun kommt es immer darauf an, wie es auch heißt, hier auf dieser Erde erhält nur der sein Recht, so er es beweisen kann. Also wer sein Recht beweist, der wird zu dem Recht kommen. Wer das aber nicht beweisen kann, der kann es nicht. Und ich kann es Ihnen auch heute sagen, Freunde, dass es Menschen gibt, die sich das Recht erkaufen. Ich weiß in dieser Juristerei so viel, dass es Geldleute gibt, die sich Zeugen kaufen, die für diese Zeugen schweres Geld bezahlen. Ich könnte Ihnen auch mal in die Gelegenheit bringen, wenn ich mit Menschen von Seiten der juristischen Seite, Menschen von Seiten des Gerichtes beibringe, dass sie selbst sagen werden, ja, wir wissen es, wir können aber nicht anders handeln. Der kein Recht hat, aber sein Recht doch schwarz auf weiß beweist, müssen wir das Recht zusprechen. Also kurz, das ist das Irdische. Recht bekommt nur der, der es beweist. Und daher ist es ratsam, auch Sie, liebe Freunde, dahingehend anzuraten, dass Sie sich immer in allem zu sichern wissen. Das soll für Sie eine Belehrung sein, nicht, dass Sie mich bemitleiden, wie Menschen auch ungrönig sind, wie Menschen mit Gröning verfahren. Das ist nur das Irdische. Aber ich stelle das deswegen heraus, um Sie so weit dahingehend zu belehren, dass Sie selbst wissen müssten, nur nicht wissen konnten, aber aus diesem die Lehre so weit ziehen, wie vorsichtig Sie Ihren Nächsten gegenüber sein müssen. Ich halte nach wie vor nichts von dem Irdischen, wie Menschen sich dieses zu einer Gewohnheit gemacht und dass das eine und das andere erforderlich, wie auch in meinem Fall hier, mit meinem Nachbarn, den Sie ja auch als Freund bis dahin kennengelernt, er aber doch sein wahres Gesicht gezeigt, was in ihm steckt, dass ich nie dazu übergegangen war, um mich hier dem gegenüber so weit zu sichern, dass dem irdischen Gesetz gerecht wird. Im Gegenteil, ich habe das auf Vertrauen und Glauben belassen, um auch hier aus diesem Fall meinen weiteren Freunden die Überzeugung so weit dahingehend zu geben, wie vorsichtig er sein muss, solange für ihn das Erdenleben bestimmt ist, muss auch er sich dem irdischen Gesetz fügen, um nicht Gefahr zu laufen. Gefahren, wie ich sie in diesem Leben gelaufen bin, alleine nur deshalb, weil mir mehr oder weniger das menschlich, das irdische Gesetz nebensächlich und hauptsächlich nur das Göttliche ist. Und Sie selbst werden auch die Erfahrung teils gesammelt haben, wenn Sie sich so weit dahingehend nicht gesichert, dass Sie Gefahr gelaufen sind. Und falls Sie das jetzt nicht einhalten, auch Gefahr laufen werden. Dies ist das, was ich für Sie in diesem Fall auch trage, soll für Sie der Hinweis dahingehend sein, dass Sie in diese Gefahren nicht hineingezwängt, nicht hineingefärscht werden,
sodass sie ihr Augenmerk auch darauf zu lenken haben, dass sie dem irdischen Gesetz zufolge auch das zu befolgen und zu beachten haben, dass sie diese Gefahr, sich vor dieser Gefahr, so sage ich besser, zu schützen wissen.